wenn ich durch Kolumbien durchreise, nur wenn ich schon in Bogota spazieren gehe, ich fühle mich so wie im Film Die Matrix und ich sehe den Code, weil an jeder Ecke sehe ich Potenzial, wenn man als Schweizer oder Deutscher nach Kolumbien geht und die Zuverlässigkeit mitbringt und den Fleiß, dann ist es relativ einfach, dort irgendwo einen Erfolg herbeizuarbeiten. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen auf unserem Kanal über interessante Länder oder interessante Ideen, die für unsere Mandanten sehr interessant sein könnten. Und heute sprechen wir mit Frank Spitzer, Gründer und CEO von Pelicanus, wenn ich es richtig ausspreche, einem Reiseveranstalter in Kolumbien. Und sein Unternehmen behauptet ja von sich, und da müssen wir heute unbedingt drüber sprechen, was das im Detail bedeutet, die authentische kolumbianische Erfahrung zu präsentieren. Und du hast sehr viel Erfahrung in dem Bereich, du lebst selbst dort und du sagst, also du bist in der Lage, anderen Kolumbien zum außergewöhnlichen, unvergesslichen Reiseziel zu machen. Und das wird heute unser Thema sein, weil viele unserer Mandanten interessieren sich ja für verschiedene Länder, weil sie überlegen, vielleicht den Wohnsitz zu wechseln, ihren Unternehmenssitz zu wechseln. Und es ist sehr schön, mal von einem Insider zu hören, der das Land kennt. Ich weiß nicht, ob du es wie deine Westentasche kennst, aber wie auch immer, wie gut du es kennst, werden wir dann gleich noch sehen. Und dann mal wirklich authentische Erfahrungen aus erster Hand zu liefern. Ja, vielleicht ganz am Anfang ist das bei uns so üblich. Lieber Frank, stell dich doch unseren Zuschauern und Zuhörern mal selbst vor. Wunderbar, vielen Dank, Daniel, für die Einführung. Mein Name habt ihr ja gehört. Ich bin in der Nähe von Zürich geboren und aufgewachsen, in Greifensee, im schönen Zürich-Oberland. Und wie ihr auch hört könnt, an meinem wunderschönen Akzent bin ich Schweizer. Daher mein Deutsch ist ein bisschen, verzeiht mir, wenn ich nicht immer dann gleich die richtigen Wörter treffe. Auch nach 9 Jahren in Kolumbien ist der Redefluss im Deutschen nicht mehr ganz so flüssig. Ich war hier in der Schweiz 20 Jahre im Finanz und bin dann aus dem Finanzsektor ausgeschieden in 2014, habe dann eine Evaluation gemacht meiner Situation und geschaut, wo will ich hin in Zukunft. Mittels einer strategischen Analyse bin ich dann auf Kolumbien gekommen. Das war dann ein richtiger Prozess und habe mich dort dann für ein MBA angemeldet in einer lokalen Universität in Bogota, um eigentlich den Markteintritt zu erleichtern für Networking, die Sprache zu lernen, die Kultur zu lernen. Und dann kurz darauf bin ich ein bisschen rumgereist und dann habe ich dann festgestellt, im Tourismus, dort gibt es ein Riesenpotenzial in Kolumbien und dann habe ich entschieden, dort einen Reiseveranstalter zu gründen. Und ja, inzwischen bin ich 9 Jahre in Kolumbien, bereue nichts. Ist natürlich nicht alles so gelaufen, wie ich gedacht habe, aber nach wie vor sehr spannend. Klasse. Sebastian, Kolumbien, wenn du Kolumbien hörst, was kommt dir da so in den Sinn und hast du mit Mandanten schon über dieses Land gesprochen in letzter Zeit? Wir haben ja vor kurzem erst mit einem Anwalt, einem deutschsprachigen Anwalt, zum Thema Kolumbien gesprochen. Und viele der Dinge, die wir da gesprochen haben, kommen mir in den Sinn. Die fand ich auch schon davor an Kolumbien sehr beeindruckend. Das finde ich auch jetzt beeindruckend immer noch. Also so diesen ganzen Aufstieg Kolumbiens in den letzten 30, 40 Jahren, wenn man den sich anschaut, so von einem Land, was ja zerrissen war von Drogenkriminalität. Jeder kennt ja die Geschichte von Pablo Escobar. Und dann gab es ja dann auch gewisse Zeiten der politischen Instabilität, bis dann die neue Verfassung tatsächlich in Kraft getreten ist. Und seitdem geht ja das Land letztlich hier steil, geht es dort steil nach oben. Mittlerweile sind sie die drittgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika, sind ein sehr stabiles Land und auch eben hier ein sehr begehrter Handelspartner, gerade auch zu Nordamerika und anderen Ländern. Und das ist natürlich was positiv ist und was beeindruckend ist. Was beeindruckend ist, ganz klar. Und natürlich Kolumbien
ist für unsere Mandanten sehr interessant. Wir leben in einer Zeit ja der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit und Instabilität und die Südhalbkugel ist definitiv interessant. Lateinamerika ist definitiv interessant, gerade wenn man über Konzepte spricht wie Plan B zum Beispiel und dort vielleicht einen Ort sucht, wo man eben entsprechend hier alternativ ein Leben aufbauen kann. Und da ist natürlich ein Land, was groß ist und eine große Wirtschaft hat und stabiler ist, wie Kolumbien sicherlich interessant. Auch ist interessant, dass es dort viel Landwirtschaft zum Beispiel gibt, wo man vielleicht investieren kann. Und eben, also generell ein sehr interessantes Land. Also wir haben viele Mandanten, die da großes Interesse haben an Kolumbien aus verschiedenen Gründen. Also, du siehst, Frank, du bist nicht der Einzige, der sozusagen positive Einstellung hat, was Kolumbien betrifft. Jetzt hast du gesagt, für dich war das ein Entscheidungsprozess, oder? Also, das heißt, bis du dann auf dieses Land gekommen bist, wenn du jetzt mal so nur in einem Satz so das Wichtigste zusammenfassen kannst, aus deiner Sicht, was spricht aus deiner Sicht für Kolumbien? Das ökonomische Potenzial ist absolut erschlagendes Argument für Kolumbien. Ich sehe in diesem Land ein riesiges Potenzial und Wachstumschancen in der Zukunft. Klasse. Jetzt Sogar muss man wirklich. ja sagen, also der Daniel und ich, wir haben beide in der Schweiz gewohnt mehrere Jahre. Wir kennen die Schweiz relativ gut. Und man muss ja sagen, also jetzt so spontan würde ich sagen, der Kontrast könnte größer nicht sein, ja, zwischen der Schweiz und Kolumbien. Zumindest auf den ersten Blick. Wie gesagt, ich war noch nie in Kolumbien und vielleicht ist es auch nicht so. Hast du da nicht irgendwie Respekt gehabt, vielleicht ein bisschen Angst gehabt, ein bisschen Bammel gehabt vor dieser doch sehr großen, ich will fast sagen, radikalen Veränderung, die dir da bevorstand? Gut, ich würde sagen, ich bin da wahrscheinlich nicht der typische Schweizer. Wir haben auch hier in der Schweiz ein typisches Wort dafür. Wir sagen den Bünzli. Das trifft sicherlich auf mich zu. Dort als ich im Finanz war, hatte ich immer genügend Geld, um zu reisen. Ich kenne etwa 70 Länder, war meistens als Rucksacktourist unterwegs. Und ich wollte eigentlich immer im Ausland arbeiten eine Zeit lang. Im Finanz hat das nicht richtig geklappt. Die Schweiz wurde mir irgendwann ein bisschen zu klein, ein bisschen zu eingeschränkt und ich wollte Veränderung. Kolumbien hatte ich gekannt. Ich war dort 2011 und da schlage ich jetzt die Brücke, um ein bisschen auch die Entwicklung aufzuzeigen in Kolumbien. Vor 25 Jahren konnten die Leute von der Hauptstadt Bogota nicht aus der Stadt herausfahren, ohne dass sie auf die bewaffneten Gruppen trafen. Die Guerilla war also direkt außerhalb der Stadt. Dann kam der Präsident Uribe an die Macht, Anfang der 2000er Jahre, und das hat sich radikal geändert. Und ich war das erste Mal in Kolumbien in 2011 als Rucksacktourist und dann im Stadtzentrum, wo ich seit 2015 wohne. Da haben die mir gesagt, geh am Abend nicht raus, das ist nicht sicher. Ich ging dann raus, natürlich, war neugierig. Ich war dann aber nach 10 Minuten zurück wieder im Hostel, weil das war wirklich sehr speziell und das Gefühl, wenn man so einen siebten Sinn hat, dann sagt man, ja, da gehe ich besser wieder rein. Und dann bin ich nach Santa Marta an die Küste geflogen, habe den Bus genommen nach Cartagena und wir hatten 3 militärische Checkpoints. Also wir mussten dort alle aussteigen, das ganze Gepäck wurde kontrolliert, die waren dort mit Panzern, also wirklich massiv. Und als ich in 2014 dann meine Analyse machte, habe ich geschaut, wie ist die Sicherheitslage, wie ist die Entwicklung. Und da habe ich gesagt, Kolumbien, das sieht jetzt gut aus, das ist auch auf dem aufsteigenden Ast. Und als ich dann in 2015 die gleiche Route gemacht habe, da war kein Militär, da war keine Polizei, war nichts, da war freie Fahrt. Und diese Veränderung, die wir nur in kurzen Jahren, also das sind 4 Jahre Unterschied, die dort vollzogen wurde im Land, ist unglaublich beeindruckend. Und auf diesem Weg sind wir nach wie vor. Klasse. Ja, klingt doch gut. Also Sicherheit, hast du ja auch gesagt, wolltest du dann vielleicht, können wir direkt nochmal speziell darüber sprechen. Wie ist es dann aber letztendlich dazu für dich gekommen, dass du sesshaft in Kolumbien bleibst? Also viele Schweizer machen ja gerne so ein Sabbatical und dann sind sie mal ein Jahr irgendwo im Ausland und dann irgendwann kommt die große Entscheidung, also jetzt bleibe ich in dem Land und ich fahre in die Schweiz und noch zum Urlaub sozusagen. Hast du da schon das Konzept da im Prinzip mit deinem Reiseveranstalter dort im Kopf und sagst, ich gründe jetzt hier eine Firma oder bist du erstmal so, also ich wohne jetzt erstmal hier und überlege mal, was ich hier so machen könnte? Also die ganze Entscheidung, die war wirklich strategisch. Ich war im 2014, war ich eine Woche, einen Monat in Thailand, um zu reflektieren, wo komme ich her, wo stehe ich und wo will ich hin. Und innerhalb einer Woche
war gut distanzmäßig auch Abstand zu finden zu der Schweiz. Da kam ich dann wirklich zum Schluss, ich will weg, ich will ins Ausland, ich will dort als Unternehmer tätig werden und habe dann aufgrund der Reiseerfahrung aus früheren Jahren, habe dann entschieden, Lateinamerika, habe dann die großen Volkswirtschaften untersucht und schlussendlich mit einer Matrix mit 10 unterschiedlichen Faktoren habe ich dann Kolumbien ausgewählt. Ich habe dann eben mich für ein MBA beworben, musste dann GMAT machen online, Bewerbungsgespräche und die Bestätigung, dass die mich aufgenommen haben, erhielt ich irgendwie 2 Monate vorher. In 3 Wochen hatte ich alles abgegeben, meine Wohnung abgegeben, bezog meine Pensionskasse, meine Drittzahlungen-Gelder. Wir hatten ja ein bisschen anderes Vorsorgemodell hier in der Schweiz, habe ich alles auszahlen lassen. Ging einen Monat früher rüber, bevor es die Uni angefangen hat, um Spanisch zu lernen und dann einen Kurs genommen. Dann hat die Uni angefangen und ich saß im Vorlesungssaal und habe nichts verstanden. Und das war interessant, das war ein bisschen streng, musste dann immer viel nacharbeiten, habe dann alles bestanden und Spanisch, das habe ich relativ schnell gelernt und zwar gut fürs Networking. Und dann ging ich nach dem ersten Semester ging ich reisen. Und dann habe ich eigentlich identifiziert, dass im Tourismus ein Riesenpotenzial liegt, dass das Land Unglaubliches zu bieten hat. Also nach meiner Reiseerfahrung, die ich in den vorhergehenden Jahren hatte, mit vielen Ländern zum Vergleichen, muss ich sagen, sowas wie Kolumbien habe ich noch nie erlebt. Und den Service-Level, den wir haben in Kolumbien nach wie vor und damals schon zu sehen war, da habe ich gesagt, Tourismus, da gibt es so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial. Und das ist eigentlich die ideale Branche, die ideale Industrie, um einzusteigen. Und wenn ich jetzt nur im Durchschnitt mitwachse mit den Besucherzahlen, dann geht es mir schon mal gut. Ziel ist natürlich, diese Wachstumszahlen um ein weiterzuschlagen, aber da schauen wir dann in der Zukunft noch. Was du jetzt hier erzählst, Frank, das klingt alles sehr wie eine Kopfentscheidung, ne? Also du hast da eine Matrix gemacht, du hast da analysiert, wie auch immer. Also keine emotionale Entscheidung, aber kann man auch sagen, dass du mittlerweile außer dem Kopf auch dein Herz mit in das Land reingeholt hast? Also emotional, wie sieht es denn da aus? Wenn du dir vorstellen müsstest, du müsstest wieder zurück, müsstest wieder raus. Also, ich würde sagen, der emotionale Teil, das wäre, dass ich den Kontinent Südamerika gewählt habe, weil das ist wirklich etwas, das meinem Charakter entspricht, das meiner Neugier entspricht. Da läuft etwas, das ist nicht so still, das ist nicht so steril. Die Schweiz ist ja meistens sehr, soll die Schweiz beschreiben, ist ja sehr ruhig und Südamerika ist einfach total anders. Das lebt richtig. Da gibt es noch einen Punkt, das ist natürlich als Mann ist das wichtig. Ich kenne ja auch Peru und Peru hatte ich auch auf dem Radar, aber in Peru hätte ich jetzt eher nicht gedacht, dass ich mein späteres Liebesglück finde als in Kolumbien, weil doch, wie die Frauen daherkommen in Peru, ist ein bisschen anders als in Kolumbien. Also das ist sicher auch ein Faktor, der da im Hinterkopf war. Nicht der entscheidende Faktor, aber sicher auch etwas, das ich mir überlegen musste, als das Herz und zukünftig das Herz verschenken. Das war sicher auch etwas, das da mitgespielt hat. Ja, dafür ist ja Kolumbien bekannt, ja, also definitiv, ja, das kann man sicherlich gut nachvollziehen. Jetzt hast du also dein Unternehmen gegründet. Wie würdest du das so beschreiben? Weil das auch eine Sache ist, die für unsere Mandanten interessant ist. Also für viele ist ja so, wenn sie auswandern in ein anderes Land, guckt man sich das eine Weile an, so wie du das gemacht hast. Man will ja auch unternehmerisch irgendwie tätig sein. War das jetzt einfach oder schwer? Also du kommst jetzt aus geordneten Verhältnissen in der Schweiz, wo, sagen wir mal, für alles gibt es ein Formular und es gibt ein Prozedere, wie man was beantragt und so weiter und so fort. Wie ist das in Kolumbien jetzt aus deiner Erfahrung, wenn ich dort eine Firma gründen will und ein Business starten will? Also ein Unternehmen zu gründen ist völlig einfach. Da hat mir mein Buchhalter hat mir da die Statuten kopiert von anderen Kunden. Das haben wir dann ein bisschen angepasst. Dann ging ich dann zur Kammer Commercio, zur Handelskammer, habe das eingetragen. Das war alles gegründet innerhalb einer Woche. Also ganz einfach, ganz schnell, kein Problem. Das Problem in Kolumbien ist nicht die Gründung eines Unternehmens, das ist das Bankensystem, die Banken. Wir müssen auch sehen, 40% des Finanzsektors, das gehört dem reichsten Kolumbianer. Wir haben dort ein bisschen ein Oligopol und die Qualität der Bankendienstleistungen ist eine absolute Katastrophe. Kann ich eine Anekdote erzählen? Ich musste da um meinen Wagen, habe mir so einen 4x4 Toyota gekauft, dass ich im ganzen Land rumfahren konnte.
weil Straßen ist teilweise nicht so ideal. Und dann ging ich da bei der Bank vorbei und habe gesagt, hör zu, ich muss da 50.000 Dollar hinschicken von meinem privaten Konto, dass ich mir einen Wagen kaufen kann. Was habt ihr für Anforderungen? Was müsst ihr für Nachweise haben bezüglich Geldwäscherei und so weiter und so fort? Weil eben nach 20 Jahren Finance, da wusste ich ja, dass es normalerweise ein bisschen problematisch sein kann. Und die haben mir gesagt, nee, da musst du einfach nur einen Beleg bringen, dass das von deinem persönlichen Konto kommt und das ist es. Gut, gesagt, getan. Ja, schriftlich wollten sie mir natürlich nichts geben, habe dann das Geld überwiesen, das kam dann an, ging dann vorbei in der Filiale, habe gesagt, hier die Bestätigung, dass man von meinem persönlichen Konto kommt. Und dann haben sie gesagt, ja, das schauen Sie an. Und einen Tag später haben sie mir so eine lange Liste geschickt mit Dokumenten, die ich noch nachreichen muss. Ja, es war dann ein bisschen mühsam, nicht ganz überraschend. Und das Ganze hat sich dann 2 Wochen oder 3 Wochen verzögert mit ganzen Dokumenten nachreichen. Dann gibt es natürlich, das Geld war dann in Dollar und ich konnte es nicht umwandeln in kolumbianische Pesos. Dann gab es natürlich eine Veränderung vom Wechselkurs und am Schluss hatte ich einen Verlust. Dann habe ich dann gesagt, hey, hör zu, der Verlust, der ist euch zu verantworten. Und dann haben sie gesagt, nee, auf Wiedersehen. Und ich habe dann probiert, mit dem Direktor zu sprechen und irgendwas, habe dann auch die vor die Finanzbehörde gezogen. Das hat sich dann herausgestellt, die Finanzbehörde, die unterstützt nicht die Konsumenten, sondern die beschützt an und für sich den Finanzsektor von den Konsumenten. Und das sind an und für sich die Probleme in Kolumbien, dass die großen Strukturen, also die Großunternehmen und die Reichen, also die werden alle geschützt. Das ist das System, das seit Jahrzehnten in Kolumbien besteht. Und wenn man da als kleiner Fisch ankommt, dann wird es schwierig. Man muss jetzt allerdings sagen, wir haben seit 2 Jahren eine neue Regierung an der Macht. Die wird ja als Linksregierung, wurde die verschrien. Im Kontext von der Schweiz ist das eher so ein bisschen linksliberal oder mehr liberal als links auf jeden Fall. Und es scheint so, als sind die da jetzt ziemlich am Aufräumen. Also es werden auch jetzt die großen Fische, die werden geholt und es gibt da doch in der Presse jeden Tag interessante Nachrichten und die Tendenz, zumindest im Moment, ist sehr positiv. Wie es wirklich rauskommt, das können wir in ein paar Jahren sagen. Dann müssen da auch die Historiker dahinter und schauen, ist das wirklich, war das nachhaltig oder wird da ein System durch ein anderes System ersetzt? Das werden wir sehen. Aber wie gesagt, die großen Probleme, das sind an und für sich die Großunternehmen, die einfach eine zu große Marktmacht haben, die Regulierungsbehörden, die im Boot mit diesen Unternehmen stehen, ja, sobald man halt auch mit den öffentlichen Diensten zu tun hat, Gemeinden bauen will. Oder ich habe zum Beispiel mit ProColombia zu tun, die sind zuständig, um Kolumbien zu vermarkten in der ganzen Welt. Das ist so für die Schweiz, ist wie Schweiz Tourismus. Und die geben das Geld irgendwo aus, sind völlig unfähig, meiner Ansicht nach. Und da geht es einfach nur darum, Freunde, Familie und Bekannte zu begünstigen. Und die Arbeit wird an und für sich nicht gemacht. Und das sind natürlich ein bisschen strukturelle Probleme, die es in solchen Ländern gibt. Das verhindert jetzt das Business nicht, aber das sind Dinge, die als Schweizer sehr mühsam sind. Und das zerrt ab und zu ein bisschen an den Nerven. Wie einfach oder schwer war es jetzt für dich dort in Kolumbien oder ist es für dich, ist ja eine laufende Frage als Unternehmer, hier kompetente und verlässliche Mitarbeiter zu finden? Das ist sicher auch eine sehr gute Frage. Die Unternehmenskultur in Kolumbien, die ist sicherlich sehr viel anders wie jetzt in Deutschland, in der Schweiz. Also man steht nicht fürs Unternehmen ein. Die Unternehmen auch, funktionieren die meisten eher so, dass man den Mitarbeiter auspresst. Die meisten haben auch keinen fixen Vertrag, sondern die werden als externe Mitarbeiter eingestellt, dass man die auch von heute auf morgen entlassen kann, dass man da keine Aufwendungen hat und keine Verpflichtungen. Ich habe das ein bisschen gelernt am Anfang und dann habe ich gesagt, gut, ich stelle alle meine Mitarbeiter frisch ab Presse ein. Das heißt, ich nehme eigentlich nur Leute, die direkt von der Uni kommen, die noch keine Arbeitserfahrung haben. Dann kann ich dann meine Unternehmenskultur, kann ich den beibringen, kann ich meinen Stempel aufdrücken. Das funktioniert hervorragend. Ich habe 10 Mitarbeiter, ich habe ein hervorragendes Team, die sprechen über alles mit mir. Wir sind sehr ehrlich, wir haben eine 360 Kommunikationskultur. Hervorragend, also
Bei mir habe ich das Gefühl, ist inzwischen viel besser als im Finanz in der Schweiz, was wir damals hatten. Aber das ist ein absoluter Exot im kolumbianischen Kontext. Also man findet Leute, die meist nicht super motiviert sind. Englischkenntnisse kann man sich sehr glücklich schätzen. Das ist auch nicht sehr weit verbreitet. Man muss auch wissen, die Kommunikationskultur ist eine total andere, wie jetzt hier in der Schweiz zum Beispiel. Nehmen wir das Beispiel Lügen. Also die Kolumbianer, die sagen nicht immer die Wahrheit. Aber es ist nicht so, dass das für sie Lügen ist. Es wird so kommuniziert und alle verstehen es, für alle ist es klar. Aber für uns Schweizer ist das eine Lüge. Und das sind natürlich schon Dinge, da muss man sich zuerst daran gewöhnen, dass wenn einem alles versprochen wird und die Leute sagen, ja, ja, das liefern wir dann morgen oder übermorgen und das machen wir so und so und so, dann wird nichts eingehalten. Und das muss man wissen. Und was auch ein Punkt ist, wenn man die Leute dann konfrontiert, dann fühlen sie sich persönlich angegriffen und das gutieren sie gar nicht. Also die Kultur ist schon sehr unterschiedlich. Es gibt da gewisse Dinge zu beachten. Was mir extrem geholfen hat in diesem ganzen Arbeitsumfeld und auch im persönlichen Umfeld mit Freunden, dass ich jeweils, wenn ich neue Leute kennenlerne, ich sage dann immer, hör zu, ich bin Schweizer, wir sind da ein bisschen anders wie die Latinos, wir sind so und so und so. In Spanisch sagt man quadriculado, das heißt ein bisschen so engstirnig. Und dann, wenn man denn diese kulturellen Fehler begeht, dann bekommt man auch Gnade zu spüren. Also dann nehmen sie es nicht so tragisch und nehmen das ein bisschen mit Humor und dann entspannt sich die ganze Situation. Aber wenn man dann so reinfährt, und da sind die Deutschen ein bisschen extremer wie die Schweizer, dann kann man sicher sein, dann hat man Streit mit den Leuten und dann bekommt man gar nichts mehr. Also da muss man aufpassen, die Kommunikationskultur ist sehr sanft und man kann dann, wenn man ein Problem anspricht, ohne weiteres eine halbe Stunde Smalltalk und das Wetter und den Verkehr und irgendwas sprechen und dann eine Minute am Rande wird dann kurz das Problem benannt. Ah, ja. Sehr Interessant. interessant. Jetzt eine Frage, Frank, und zwar, also dein Business, wie du gesagt hast, ist ja Reisen, ne? Du bietest ja spezielle Luxusreisen, wenn das der richtige Ausdruck dafür ist, also sehr, sehr besondere Reisen an in Kolumbien mit dem authentischen Gefühl. Meine Frage wäre, wie oft ist es denn schon passiert, dass jemand eigentlich nur eine Reise gebucht hat und dann aber auch kleben geblieben ist, weil es ihm so gut gefallen hat? Oder wie oft kommt es vor, das ist so der zweite Teil der Frage, dass jemand einfach sagt, okay, ich interessiere mich vielleicht für das Land, um dort zu wohnen. Ich mache jetzt erstmal mit dem Frank eine Reise. Also diese zwei Sachen würde mich mal interessieren. Oder vielleicht generell, das wäre dann die dritte Teilfrage, was sind so die typischen deiner Kunden? Also ein direktes Beispiel von jemandem, der gereist ist, der dann geblieben ist, das habe ich bisher nicht erlebt. Aber was es gibt, sind Kunden, die ich gehabt habe, die zurückkommen. Das passiert sicher. Interessanterweise habe ich Kunden, die also einige, die sind dann schon irgendwo verbunden mit Kolumbien. Ich hatte vor allem homosexuelle Paare aus den USA, die entweder ein Kind adoptiert haben in Kolumbien oder die eine Leihmutter genommen haben in Kolumbien. Ich war auch schon Trauzeuge von einem USA-homosexuellen Reisenden, der dann einen kolumbianischen Freund geheiratet hat. Der hat sich dann niedergelassen. Das sind so die Beispiele. Aber so richtig, zuerst mal gereist und dann irgendwie überzeugt vom Land und dann gleich geblieben. Das gibt's, das habe ich schon gesehen, aber jetzt nicht bei meinen Reisen. Meine Kunden sind normalerweise Leute 40 plus, sind viele Unternehmer dabei oder Leute, die schon pensioniert sind, Manager, also alles ein bisschen höheres Segment. Wir bieten jetzt nicht nur Luxusreisen an, also es kostet nicht gleich Zehntausende von US-Dollar, aber meistens sind meine Reisen doch ein bisschen teurer, weil ja, die Leute, die sich bei mir melden, die wollen halt in besseren Hotels wohnen. Es sind meistens auch Reisen, die 2, 3, 4 Wochen dauern. Was es schon gab, ist halt eben Leute, die dann zurückgekommen sind und Folgereisen gemacht haben, weil das Land eben ihnen so gut gefallen hat, dass sie mehr sehen wollten. Und man muss natürlich auch schauen, Kolumbien ist sehr groß. Wir haben ja über 1,1 Millionen Quadratkilometer. Das ist etwa Deutschland und Frankreich zusammen. Und in 3 Wochen kann man einfach nicht alles sehen. Interessant.
Cool. Und deine Kunden, kannst du kurz beschreiben, woher die kommen? Hauptsächlich sind es hauptsächlich Europäer, du hast jetzt gerade eben amerikanische Kunden angesprochen. Wo ist Kolumbien besonders beliebt? Die meisten Kunden, die ich habe, prozentualmäßig, das sind wirklich die Deutschen. Die sind nach wie vor reisefreudig. Wir sind ja, ihr seid ja auch mit 80 Millionen viele, 10-mal mehr wie die Schweizer. Und ich würde sagen, die Deutschen, das sind die meisten, gefolgt von den Nordamerikanern, also USA und Kanada zusammen, und dann der Rest von Europa. Das sind so die Segmente, die ich habe. Ah, und du hast ja schon ein bisschen da erklärt, was du jetzt anders machen kannst als vielleicht die bestehenden Reiseveranstalter, die es schon gibt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Also was tust du jetzt mit deiner Firma, damit deine Kunden das besondere, authentische oder die besondere, authentische kolumbianische Erfahrung haben, sozusagen? Ich muss da wieder ein bisschen ausholen, um ein bisschen Kontext herzustellen. Das klassische Reisebusiness, das funktioniert ja so, dass wir haben ein Reisebüro, sagen wir irgendwie in Deutschland, in Berlin, da geht man rein und dann sagt man, ich will nach Kolumbien reisen und dann haben die irgendwie 5 Standardreisen und das verkaufen sie dann. Dann hat das Reisebüro in Deutschland hat dann seinen lokalen Partner in Kolumbien, die führen dann die Reise durch, die haben dann aber vielleicht im Land selber auch wieder verschiedene Partner, wo sie lokal zusammen mitarbeiten. Und wenn man dann irgendetwas anpassen will, das geht dann lieber über 7 Ecken, ist also nicht maßgeschneidert, das sind meistens die Standardreisen. Und dann gibt es diese Gruppenreisen, wo dann auch ein deutscher Reiseführer mit dabei ist, was auch total standardisiert ist. Bei mir, ich habe so angefangen und da habe ich gesagt, das ist ein bisschen Mist, weil das ist nicht so qualitativ hochstehend und habe dann angefangen mit einer digitalen Strategie. Also wir haben eine große Website mit viel Information, wir haben einen YouTube-Kanal, wo ich alle meine Reisen zeige. Der Fakt, dass mich die potenziellen Kunden direkt kontaktieren, ermöglichen es mir natürlich, dass ich dann wie jetzt hier in einer Videokonferenz direkt mit den Kunden spreche. Die erklären mir dann, was sie wollen und noch wichtiger, was sie nicht wollen. Und die haben dann meistens schon ein bisschen recherchiert, dann gehen wir mit Destinationen rein, dann erkläre ich ein bisschen mehr, was ist gut, was ist nicht gut, was beinhalten Destinationen, was heißt das, dorthin zu reisen. Zum Beispiel, wenn man am Pazifik will, die Wale beobachten, dann muss man ein paar Tage mehr rechnen, weil das ist die regenreichste Region der Welt und dort fallen halt Flüge aus, weil die halt nicht landen können wegen dem Regen oder nicht starten können. Und das ist sicher mal ein Punkt. Und dann der zweite Punkt ist, ich bin ein bisschen reiseverrückt und mein Unternehmen, das ist mein Baby und da investiere ich alles. Und ich fahre mit meinem Wagen wirklich quer durch Kolumbien. Also ich habe seit 2018 habe ich 70.000 Kilometer gemacht in ganz Kolumbien. Ich fahre überall hin. Ich mache die lokalen Aktivitäten, schaue ich mir an. Ich schaue mir die lokalen Führer an. Und das ist wahrscheinlich, also ich kenne keinen Konkurrenten, der diesen Aufwand wie ich betreibt. Viele, die gehen einmal im Jahr an die Urlaubsmesse in Bogota, dort trifft sich die ganze Branche und dann schaut man das an und sagt, okay, das kaufe ich, das offeriere ich dann meinen Kunden. Und es wird Zeugs verkauft, das man selber nicht gesehen hat. Und das ist bei mir wahrscheinlich ein bisschen anders. Es gibt Destinationen, die mir nach wie vor fehlen. Wenn die Kunden das wollen, dann bin ich da sehr transparent und sage ihnen, los du, dort war ich selber nicht. Das und das weiß ich habe da einen Partner, aber ich kenne es selber nicht. Und ich habe auch keine ausländischen Reiseführer, also ich arbeite ausschließlich mit kolumbianischen lokalen Guides zusammen. Wir haben auch deutschsprechende Guides in unterschiedlichen Regionen, Englisch sowieso. Und es ist für mich einfach ein riesengroßer Unterschied, wenn man mit Kolumbianern die Reisen macht, also mit einem lokalen Reiseführer, der ein Kolumbianer ist, als wenn das irgendwie ein eingewanderter Deutsche, Franzose oder irgendwas ist. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Das kommt einfach anders rüber. Man erfährt die Kultur nicht so. Und das sind halt die Unterschiede, dass ich lokal alles wirklich selber kenne und dass unsere Guides, das sind alles Kolumbianer. Und reist du selber manchmal mit? Also erlebt man dich auch auf so einer Reise oder eher nicht mehr? Ja, also ich hatte vor der Pandemie, hatte ich da gewisse Anfragen. Ich bin selber kein Reiseleiter, falls das gewünscht würde, dann kann man das organisieren. Das wird dann allerdings ein bisschen kosten, weil ich bin natürlich Unternehmer und kein Reiseführer. Und wenn das aber gewünscht wird und jemand das Budget dafür hat,
dann bin ich sicher bereit, dort mitzureisen. Ein wichtiges Segment, das ich also eine wichtige Segment kann man sagen, was ich momentan im Aufbau bin, wo ich 2019 angefangen habe, ist Golfspielen in Kolumbien. Und wir haben 50 fantastische Golfplätze. Das sind eigentlich alles Country Clubs, also die haben nicht nur Golfplätze, sondern auch Schwimmbad und Kraftraum und Pferdestallungen. Teilweise gibt es Seen mit Booten, wo man Wassersport machen kann. Die haben 200, 300, 400 Mitarbeiter, also wahnsinnig. Und dort bin ich der First Mover und dort hat auch kein anderer meiner Konkurrenten momentan Zugriff auf diese Golfplätze, weil das ist die absolute Elite, die sich dort trifft. Und da habe ich jetzt selber angefangen, Golf zu spielen, jetzt diese Woche gerade. Damit in Zukunft werden Kunden kommen, bin ich sicher, die sagen werden, wir kommen Golf spielen, da und da wollen wir spielen und du kommst mit. Und daher muss ich dann natürlich über die entsprechenden Skills verfügen, dass ich dann auf dem Golfplatz auch irgendwo mithalten kann und nicht nur den Golfplatz umgrabe, umflüge. Genau, also diesen Status hatte ich auch schon mit dem Umflügen sozusagen, aber ich bin noch nie über die Driving Range sozusagen hinausgekommen bisher. Ja, genau. Sebastian, wie ist es eigentlich bei dir? Hast du ein Handicap oder? Du, nee, also ich habe schon ein paar Mal im Leben Golf gespielt, vor allen Dingen in Amerika, ja, aber ich bin also blutigster Anfänger, ja, also Also wirklich der ich hatte unterste. blutige Hände hatte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da mit meinem Golflehrer, der hat mich da gestriezt und dann blutigster Anfänger, da muss ich an meine blutigen Hände denken. Aber Ja. das war in Amerika immer so, ich weiß nicht jetzt, wie das an anderen Golfplätzen ist. Also ich glaube, wir haben immer in Gruppen mit Freunden gespielt und da fährt dann immer so ein Golf-Buggy rum mit Drinks und Bier. Also im Grunde bist du den ganzen Tag dran, nur zu trinken dann. Ja. Und das hat eigentlich den Spaß gemacht, wie du dann noch Golf spielst hinterher und dass das dann komplett die Bälle nach hinten, nach vorne losgehen. Ich meine, klar, das lässt sich nicht verhindern. Ja. Ja, schön interessant. Trotzdem noch mal eine Frage, die stellen wir häufig. Also, was kannst du denn dazu sagen? Für wen ist denn jetzt Kolumbien deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach vielleicht eher nichts? Also, wer könnte eher enttäuscht sein? Ich würde sagen, Familien mit ganz kleinen Kindern ist wahrscheinlich eher schwierig, weil Kolumbien ist sehr groß und wir haben ja 3 Andenketten, die das Land Nord-Süd durchqueren. Das heißt, man muss eigentlich immer fliegen, wenn man von Ort zu Ort geht. Und die Fahrstrecken sind teilweise auch ein bisschen länger. Und mit kleinen Kindern ist das einfach ein bisschen schwierig. Und eben auch mit der Sprachbarriere. Kolumbien selber, der nationale Tourismus, ist völlig auf Familien ausgerichtet. Also es gibt Hotels und Angebote, alles mit Kindern. Aber ich würde sagen, 10 Stunden nach Kolumbien fliegen und dann dort im Land wieder Mhm. hin und her fliegen, mit kleinen Kindern sicher nicht ideal. Dann gibt es Leute, die immer in den absoluten Top-Hotels übernachten wollen. Wir haben 2 Destinationen, wo wir das haben. Das ist Cartagena und Bogota. Dort haben wir Four Seasons, Sofitel, wo wirklich Top-Hotels sind. Alle anderen Destinationen gibt es ganz coole Hotels, aber Top-Luxus-Segment findet man nicht. Selbst in Medellin, was ja auch sehr, sehr bekannt ist, so Top-Luxus-Hotels gibt es dort einfach nicht. Also das sind sicher Leute, die, wenn die mit diesem Anspruch kommen, da gibt es nur sehr beschränkte Angebote. Erzähl uns doch mal was zur Küche in Kolumbien. Also es gibt ja, da muss man sagen, in Südamerika doch eine große Bandbreite. Also zum Beispiel über Peru sagt man ja, es ist die beste Küche der Welt. Dann gibt es aber andere südamerikanische Länder, die haben eine wirklich schlechte Reputation und auch irgendwie die Reputation, dass es langweilig ist. Wie ist es denn das Essen in Kolumbien? Das ist ein bisschen zweigeteilt. Also der direkte Vergleich mit Peru, der ist natürlich schwierig. Meiner Meinung nach sind die 3 Top-Küchen sind Peru, Italien und Japan. Und Kolumbien kann da absolut nicht mithalten. Was jetzt interessant ist, auch aufgrund des Tourismus haben wir viele junge Küchenchefs, die jetzt Innovationen reinbringen. Also in Bogotá haben wir eine florierende Szene und da gibt es ein paar ganz coole Restaurants. Was sicherlich in Kolumbien ist, es ist alles frisch. Und wir haben über 150 genießbare Früchte. Also wenn man reist, die Fruchtsäfte, die man überall bekommt im Land und all die Früchte, das ist ein Eindruck, der allen Reisenden bleibt. Das ist absolut top. Aber jetzt das gekochte Essen, das ist meistens eher ein bisschen fade. Die Varietät ist sehr groß, aber vom Geschmack her jetzt, also Durchschnittsküche ist jetzt nicht überwältigend, das ist völlig okay. Aber eben, es ist ein Agrarland, es ist alles frisch, das ist sicher gut. Es gibt
eine große Rinderzucht. Wir haben ja den Osten von Kolumbien, Los Llanos, die Orinoquia, die geht bis Venezuela rein und das ist eine Ebene mit Viehzucht. Das ist wie der Wilde Westen, wie wir es aus den Filmen kennen, wo da noch in Argentinien die Gauchos auf den Pferden unterwegs sind und die Kühe treiben. Und aufgrund von dem haben wir natürlich wahnsinnig viel Rindfleisch. In den höheren gelegenen Orten, also Bogota ist jetzt auf über 2600 Metern, dort wo ich lebe, dort haben wir Farmsuppen. Dann gehst du an die Küsten, dort gibt es dann vor allem Fisch. Wir haben Pazifik und Atlantik, das ist auch fantastisch. Und natürlich der frische Fisch, der ist sensationell. Die beste Küche, würde ich sagen, gibt es auch in der Pazifikregion. Die lokale Bevölkerung ist dort eher schwarz und vielleicht deshalb hat die ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Geschmack. An der karibischen Küche ist alles ein bisschen frittiert. Das ist es mir persönlich, schmeckt mir nicht ganz so gut. Es gibt eine große Varietät quer durchs Land, aber wie gesagt, ist völlig okay. Aber wegen Essen muss man jetzt nicht unbedingt gleich nach Kolumbien reisen. Wie ist es mit Wein? Wer da Wein produziert? Wir haben tatsächlich ein paar Weingüter und das ist auch ein bisschen speziell, weil wir sind ja fast auf dem Äquator drauf. Das heißt, wir haben Regenzeit und Trockenzeit, jedoch keine unterschiedlichen Jahreszeiten. Die Temperatur hängt von der Höhe ab. Und was ein bisschen speziell ist, die Reben, die haben dadurch keine Ruhezeit und nach 20 Jahren muss man die ersetzen. Die haben Na, so viel Stress, dass die, wie gesagt, nicht so lange halten. Ich kenne 3 Weingüter so bis heute. Es gibt keine 10 Weingüter in Kolumbien. Wein ist es okay, aber das ist es ebenfalls nichts, um nach Kolumbien zu reisen. Chile, Argentinien, die haben hervorragende Weine, da wird auch im Supermarkt, bekommt man diese, ist auch eher ein Nischenprodukt hier in Kolumbien. Weil du gerade Supermarkt gesagt hast, wie empfindest du momentan eigentlich so die Preise? Also in vielen europäischen Ländern, also ganz speziell auch Deutschland, sind die Preise ja mächtig gestiegen, gerade auch im Lebensmittelbereich. Wenn du in den Supermarkt gehst, wie beurteilst du so den Preisvergleich mit Europa? Gut, also wenn ich das mit der Schweiz natürlich vergleiche, das ist ein Wunder, dass mir noch nicht alle Haare ausgefallen sind. Mein Vater, der hat ein Stück Rohrrücken geholt diese Woche und das Kilo im Supermarkt war bei 108 Franken. Das ist beim mit Moira etwa gleich. Das ist unglaublich. Das ist so eine Katastrophe. Also die Preise hier in der Schweiz sind absolut verrückt. Generell, wenn ich in den Supermarkt gehe, da sind viele Dinge, die sind so teuer. Das staune ich. Und wir haben in der Schweiz ja auch eine Tendenz, also wir sind ja nicht nur ein Immigrationsland, wir sind auch ein Emigrationsland. Viele Leute, die gehen inzwischen, vor allem ältere Leute, die sich mit der Rente halt einfach den Lebensstandard nicht halten können. Und wenn ich in Kolumbien zum Beispiel zum Metzger gehe und da kaufe ich dann manchmal so ein ganzes Rindsfilet und da kostet mich das Kilo kostet mich $12. Wahnsinn. Gut. Und eben alle Agrarprodukte, das ist alles spottbillig. In Kolumbien, ich brauche kein Geld. Das ist wahnsinnig. Das kostet alles dreimal nichts. Das ist wahnsinnig. Ich brauche fürs Essen im Monat für mich selber vielleicht 200, $300. Ja, das ist doch meine Ansage. Wer auch immer das jetzt zuhört, wird sich natürlich jetzt trotzdem eine Frage stellen. Die kam mir nämlich von uns auch in den Sinn. Jetzt ist ja dummerweise jetzt die Geschäftsidee, nach Kolumbien auszuwandern und zu sagen, ich mache was in der Reisebranche, ist ja jetzt schon weg, weil das machst ja du jetzt schon. So, jetzt nehmen wir mal an, jetzt hören also hier Zuschauer, Zuhörer zu und sagen, okay, 200, $300 im Monat in Kolumbien leben, gefällt mir, will ich auch haben, frisch alles, tolles Land, schöne Natur. Übrigens, Kolumbien hat ja auch im Gegensatz jetzt zu Peru, wahrscheinlich hat man auch ein bisschen mehr das europäische Flair, also wenn man da lebt und die Häuser und Straßen sieht, was ja auch für viele wichtig ist, ne? Wenn sie in einer neuen Umgebung wohnen, dass sie sich nicht völlig fremd fühlen, ne? Für das da im Prinzip alles so total anders ist. Aber man will ja auch irgendwie ein Business machen. So, welche anderen Möglichkeiten siehst denn du noch außer der Reisebranche, was jetzt jemand machen könnte in Kolumbien, wenn er dahin auswandert, einwandert? Also das ist wirklich das Interessante. Seit ich als Unternehmer bin, habe ich, glaube ich, meinen Chip hier ein bisschen geändert. Und wenn ich durch Kolumbien durchreise, nur wenn ich schon in Bogota spazieren gehe, ich fühle mich so wie im Film Die Matrix und ich sehe den Code, weil an jeder Ecke sehe ich Potenzial. Unglaublich, wirklich an jeder Ecke. Und ich sage, in Kolumbien kann man fast alles machen.
Und wir sind auf so tiefen Entwicklungs- und Dienstleistungsniveau nach wie vor, da sage ich, wenn man als Schweizer oder Deutscher nach Kolumbien geht und die Zuverlässigkeit mitbringt und den Fleiß, dann ist es relativ einfach, dort irgendwo einen Erfolg herbeizuarbeiten. Kultureller Aspekt ist ein anderes Thema, aber rein von den Möglichkeiten ist für mich Kolumbien ein absolutes Paradies für Unternehmer, weil man kann alles machen. Wir haben ja auch alles. Wir haben eben in der Agrarindustrie, es wächst alles, also man schmeißt heute ein paar Samen auf den Boden, morgen sieht man Ranken bis zum Himmel, also unglaublich fertil das Land. Wir haben ja Rohstoffe im Land, also wir haben ja Kaffee, Kakao, wir haben Gold, wir haben Kohle, Öl, also alles ist in Kolumbien. Und das Problem ein bisschen, warum Kolumbien, also meine Erklärung, wieso Kolumbien nicht zu einem der reichsten Länder der Welt gehört, ist, man holt alles aus dem Boden oder produziert alles und dann wird ohne Wertschöpfung hinzuzufügen, wird alles exportiert. Bestes Beispiel, der Kakao. Wir haben einen der besten Kakaos der Welt und was passiert? Man verkauft ihn in die Schweiz und die Schweiz, die werden reich mit der Schokolade. Okay. Ja. Und egal in welchem Gebiet, dass man sich spezialisiert, wie gesagt, also Kolumbien, ich habe auch zwar ein paar andere Projekte hier noch nebenbei, die ich verfolge neben Tourismus. Was mir fehlt, ist ein Klon und mehr Kapital und dann würde ich noch einige Businesses mehr anreißen im Moment, weil also für mich ist wirklich, ist unglaublich, was das Potenzial, das ist in diesem Land steckt. Ich kann es selber manchmal kaum glauben. Ja. Sebastian, ich denke, wir sollten dann vielleicht mal eine Auswandererreise nach Kolumbien Ja, das wäre doch mal gut, ja, planen, das sollten oder? wir mal Der organisieren, ja. Das Frank, sollten wir du mit dir sagst jetzt, organisieren, Frank, und der, genau, ja. genau, der Frank sagt jetzt nicht seine anderen Ideen noch, die er hat, sondern die gibt es dann dort. Wer mitkommt nach Kolumbien mit uns, der kriegt dann noch ein paar Geschäftsideen von Frank präsentiert. Genau. Ja, klasse. Also spannend. Vielleicht eine Frage noch, Frank. Jetzt ist das zwar schon wieder ein paar Jahre her, aber viele fragen trotzdem wieder oder schreiben manchmal in die Kommentare dann als Frage, wie war es denn in Kolumbien in der Pandemiezeit? Also war dort eher streng, war dort eher lockerer als in anderen Ländern? Wie haben das die Menschen da so mitgemacht und empfunden? Ja, also bei uns war die Pandemie war richtig schlimm und der Mittelstand wurde ausradiert. Eben muss ich vorstellen, die Regierungen in solchen Entwicklungsländern, die sind meistens nicht fürs Volk da, sondern für ihre Freunde und Familien und viel Korruption. Und die Pandemie, meiner Meinung nach, wurde ausgenutzt, um noch mehr zu klauen als sonst schon. Wir wurden auch 5 Monate eingesperrt. Das heißt, wir konnten jeden zweiten Tag raus, um in den Supermarkt zu gehen und ansonsten nichts. Man musste immer die Maske anhaben. Auch wenn du alleine im Auto unterwegs warst, musstest du die Maske anhaben. Wenn du irgendwo im Wald warst, Maske rauf. War extrem strikt. Als Unternehmen, ich hatte für meine Fixangestellten, da habe ich einen Teil an die Sozialkosten dran erhalten, was ein absoluter Witz war, die Beiträge. Und als dann langsam, also wurde alles geschlossen, also wirklich, es war zu, komplett. Und als es dann langsam wieder aufging und so, also in Bogota, das sah aus, Katastrophe. Büroräume, Lagerräume, alle Geschäfte, überall, alles zu vermieten, Riesenkatastrophe. Und das hat Spuren hinterlassen. Das ist nach wie vor, sind wir da am Aufarbeiten. Also nicht mit der Pandemie, was das wirklich war, sondern mit der Erholung der Wirtschaft, der Erholung des Mittelstandes. Das ist ganz, ganz schlimm. Das war wirklich gar nicht gut. Und auch natürlich mit der Impfung, Katastrophe. Ich sage es ja offen, ich bin nicht geimpft. Ich war ein bisschen skeptisch. Habe da für mich eine persönliche Risikoevaluation gemacht. Wie ihr seht, ich mache immer Evaluationen. Und dachte, als junger, gesunder Mann, der sich gut ernährt und Sport treibt, ist vielleicht das Risiko für eine Impfung höher als von der Krankheit. Und ich konnte dann auch über Monate hinweg, konnte ich dann nirgends rein, kein Hotel und kein Supermarkt und nicht, Supermärkte schon, aber in Einkaufszentren, da wurde dann alles kontrolliert.
Und es gab dann diese Kampagnen, wurde aufgerufen dazu, die Kinder zu impfen und all das Zeugs. Ja, das war so, nein, die Pandemie in Kolumbien, das war ein absolutes Desaster. Das war eine absolute Ausradierung des Mittelstands. Das war wirklich schlimm. Aber du Also, bist geblieben, ja, du hast dich entschieden zu bleiben. Ja, am Anfang konnte ich sowieso nur bleiben, weil ohne geimpft zu sein, konnte ich in gar keinen Flieger steigen. nein. Also ich sage mal, letztendlich war es dann dort so, wie es auch in vielen europäischen Ländern war. Also ich war zu der Zeit ja in Griechenland und wir durften immer nur mit SMS-Erlaubnis der Behörden eine Stunde, 60 Minuten das Haus verlassen und so ein komisches Zeugs. Also, okay, wollen wir jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen, aber für uns ist immer nur interessant, es gibt ja Länder, wo das etwas lockerer gehandhabt wird und Länder, wo das relativ strikt. Also Kolumbien war zumindest mit der damaligen Regierung eher auf der Seite der sehr strikten Umsetzer. Ja. Gut zu wissen. Also lass uns doch nochmal über das Thema Sicherheit sprechen, Frank, weil das für viele interessant ist. Also sowohl aus der Sicht eines Reisenden, aber vielleicht auch von jemandem, der sagt, ich möchte da länger bleiben. Also egal, ob ich jetzt als Digitalnomade mal ein Jahr da leben will oder auch länger. Wie sieht es da genau aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also wie ich ja erklärt hatte, 2011 war das Land ja nach wie vor militarisiert, sehr stark. Und das hat sich wahnsinnig geändert. Heute würde ich Kolumbien so einschätzen, dass wir irgendwo im Schnitt sind von den lateinamerikanischen Ländern. Also man kann sich frei bewegen. In Bogota ist eine 10-Millionen-Stadt. Man muss dort halt aufpassen auf die Kleinkriminalität. Wenn man nach Kolumbien kommt, dann wird auch davon abgeraten, irgendwelche teuren Rolex-Uhren am Handgelenk zu haben. Man sollte nicht mit dem neuesten iPhone rumfuchteln. Es gibt viele Geschichten, die nach wie vor kursieren, die ich denke, die sind aber nicht mehr aktuell. Eben früher hat man gesagt, nimm kein Taxi auf der Straße und da aufpassen und dort aufpassen. Heute, ich bewege mich frei und in Kolumbien, ich bin relativ groß, ich bin 1,88 groß und damit überrage ich eigentlich alle Kolumbianer. Und die sehen von einem Kilometer her, dass ich kein Lokaler bin, sondern ein Ausländer. Ich hatte noch nie irgendwelche Probleme, bewege mich im ganzen Land. Kriminalität ist vorhanden, eben Kleinkriminalität in den Städten, auf dem Land. Da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Es gibt natürlich die organisierte Kriminalität, da sind aber die Ausländer nicht tangiert. Und wir haben ja die Entmobilisierung gehabt in 2016, 17 mit dem Friedensvertrag. Dort wurden aber nicht alle bewaffneten Gruppen entmobilisiert. Es gibt in gewissen Regionen gibt's die noch. Es gibt die auch in touristischen Hauptgebieten. Das wissen die Leute aber nicht. Diese Gruppen sind aber auch daran interessiert, in diesen Gebieten, dass der Tourismus nicht tangiert wird, weil die machen natürlich auch Geld durch den Tourismus. Und man muss sich das vorstellen, wenn jetzt irgendwo ein Tourist umkommt, dann fragt natürlich die Botschaft nach bei der Zentralregierung in Bogota und wenn da irgendetwas ist, dann schickt die Zentralregierung schickt dann Untersuchungsbeamte und das wollen die in den Regionen nicht. Also in den meisten Orten sind die Ausländer eigentlich zusätzlich geschützt. Es gibt allerdings auch Regionen, zum Beispiel Cauca, das ist dort, wo die Hauptstadt Popayán ist. Dort sollte man jetzt nicht als Ausländer irgendwo in die Berge frei wandern gehen. Das wird gar nicht gern gesehen und dann begibt man sich auch ins Risiko. Es sind vor allem diese Zonen, wo man zur Grenze zu Venezuela ist, die Grenze zu Ecuador, also all diese Grenzregionen. Da sollte man ein bisschen aufpassen, denn dann gibt es die ganze Pazifikregion, da gibt es ein paar Destinationen, die sind super cool, dort kann man als Tourist ohne weiteres hin, aber man sollte jetzt nicht irgendwie planen, die ganze Pazifikküste von Nord-Süd alleine zu durchwandern, weil dort gibt es halt bewaffnete Gruppen, die auch mit diesen U-Booten die entsprechenden Produkte in andere Länder verschiffen und die wollen halt dort nicht gestört werden. Aber ich sage jetzt mal, alle diese Touristendestinationen wie Cartagena, Medellin, die Kaffeezone, Santa Marta, das ist völlig entspannt. Das ist einfach Südamerika und das ist die normale Vorsicht ist geboten und sonst ist das eigentlich völlig cool. Okay, gut zu wissen. Gut zu Jetzt, wissen. wenn jetzt jemand noch mehr Fragen hat und sich für Kolumbien interessiert und nicht warten will, bis der Sebastian auf unserer Webseite eine Unternehmerreise oder eine Auswandererreise nach Kolumbien anbietet, sondern sofort da was wissen will von dir,
Wie erreicht er dich am besten? Was sollen wir für Kontaktdaten einblenden? Ihr könnt eigentlich alles einblenden. Wir haben die sämtliche Informationen auf unserer Webseite Pelecanus. Wenn ihr Frank in Kolumbien sucht, dann findet ihr mich auch gleich in Google. Wir haben einen YouTube-Kanal mit über 300 Videos, wo ich auch immer meine Reisen dokumentiere, alles live, nicht live, aber 1:1 zeige, was es dort gibt. Ich erkläre dann auch, was ist gut und auch was ist wann nicht gut. Das müssen die Leute wissen, weil nicht alle Destinationen sind dann wirklich so, wie man teilweise im Internet liest oder auf anderen Videos sieht. Und deshalb würde ich sagen, wenn man nach Kolumbien reisen will, dann sollte man vielleicht einer unserer vielen Reiseführer lesen, vielleicht 1, 2 Videos anschauen und dann kann man mir eine E-Mail schreiben, dann kann man telefonieren über WhatsApp, über Skype oder wo auch immer. Und die Kommunikation ist immer sehr direkt und mit mir natürlich. Klasse, super. Wir blenden alles ein und können einfach nur sagen, vielen Dank, Frank, für das schöne Gespräch. Wir haben viel dazugelernt, hat uns sehr gut gefallen. Bleib fröhlich und vielleicht sehen wir uns mal wieder in Kolumbien. Vielen Dank und Danke. ja, hoffentlich bis bald in Kolumbien. Danke, Frank. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.